Für viele Mandanten, die aus Deutschland auswandern und ins Ausland umziehen, ist die Frage, ob Homeschooling in dem Land, wohin sie auswandern, legal ist, sehr wichtig. Denn eins ist mir in den letzten Jahren immer wieder klar geworden: Homeschooling hat für viele Mandanten eine sehr hohe Priorität. Also die Möglichkeit, sehr frei sich bewegen zu können, ohne jetzt hier auf Schulferien und sowas achten zu müssen, aber auch bestimmen zu können, was man den Kindern beibringt, ohne jetzt hier auf einen Staat und einen Lehrplan Rücksicht zu nehmen, der ja von vielen Mandanten als doch sehr indoktrinierend wahrgenommen wird. Daher wollen wir uns heute mal damit beschäftigen, in welchen Ländern eigentlich Homeschooling nicht nur legal, sondern auch populär ist. Ich meine also nun Länder, in denen es relativ viele Homeschooler gibt. Warum ist es wichtig? Ich habe selbst Homeschooling gemacht in verschiedenen Ländern, namentlich in den USA oder auch in UK und auch in Irland und auch illegalerweise übrigens in Malta. Und dabei ist mir immer aufgefallen, dass die Homeschooling-Community sehr wichtig ist, also andere Homeschooler. Ja, zum einen ermöglicht das natürlich den Kindern auch hier regelmäßig andere Kinder zu treffen. Stichwort Sozialisierung wird ja komplett überbewertet, da gehe ich wann anders drauf ein. Aber dennoch schön natürlich hier andere Familien, Freunde auch regelmäßig zu treffen. Aber auch um sich auszutauschen, ja, um Erfahrungen auszutauschen, um Lehrmaterialien auszutauschen, um einfach zu brainstormen zu Ideen, die man gemeinsam umsetzen kann. Dafür ist doch die Homeschooling-Community extrem wichtig. Daher jetzt in einem Land zu homeschoolen, wo es überhaupt keine anderen Homeschooler gibt, das ist vielleicht für viele nicht so ideal. Natürlich, heute wird vieles auch online gemacht und virtuell, virtuelle Homeschooler-Treffen. Natürlich, das ist eine Alternative, ganz klar. Aber dennoch, der persönliche Kontakt, sich persönlich zu treffen, das ist doch eine sehr schöne und auch sehr bereichernde Erfahrung. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, als wir in den USA gewohnt haben, haben wir regelmäßig, und zwar eigentlich wöchentlich, andere Homeschooler getroffen. Da gab es Homeschooler-Treffen, gemeinsame Aktivitäten, gemeinsame Ausflüge. Und als Eltern haben wir das immer sehr genossen. Und den Kindern, man hat sich dann in einem Park zum Beispiel getroffen, denen hat es auch sehr gut gefallen, denn es war eine Gelegenheit hier, sich mit anderen Kindern, mit Freunden zu treffen und Spaß zu haben. Daher heute also in diesem Video eine Liste mit 18 Ländern und nach unserer Recherche die Länder mit den meisten Homeschool-Kindern weltweit. Also wir fangen mit dieser Liste bei Platz 18 an und bewegen uns dann so langsam auf Platz 1 zu. Auf steuerliche Aspekte haben wir jetzt bei dieser Liste keinen so großen Wert gelegt. Dennoch, man wird hier einige Länder finden, die steuerlich auch attraktiv sind. Bei dieser Liste hatte das Homeschooling und die Anzahl der Homeschooler die höchste Priorität. Steuerliche Überlegungen wurden hintangestellt. Eine ganz wichtige Sache: Zu den meisten Ländern gibt es keine zuverlässigen Angaben, wie viele Homeschooler es tatsächlich gibt. Ja? Daher genieße bitte alle Zahlen hier mit Vorsicht, egal wie genau man recherchiert, ob das tatsächlich genau ist oder nicht. Wer weiß, ob das stimmt. Also das kannst du höchstens als Größenordnung bitte verstehen. Ja? Mach hier am besten deine eigenen Nachforschungen noch. Nun aber zur Liste. Also auf Platz 18 befindet sich Thailand. In Thailand ist Homeschooling seit 2004 legal und man schätzt, dass es mittlerweile 1000 homegeschoolte Kinder gibt. Platz 17, ebenfalls ein asiatisches Land, die Philippinen. Auch hier schätzt man, dass es ungefähr 1000 homegeschoolte Kinder gibt. Homeschooling hat eine lange Tradition. Es war noch nie verboten. Es war noch nie wirklich erlaubt. Es wird einfach dort so gemacht. Platz 16 ist Irland. Dort gibt es 1100 homegeschoolte Kinder. Das ist natürlich schon sehr beachtlich, denn die Bevölkerung von Irland zum Beispiel im Vergleich zu Thailand und den Philippinen ist ja sehr klein. Dass es dort also mehr Homeschooler gibt als in diesen beiden großen asiatischen Ländern, finde ich schon beachtlich. Ich selbst habe in Irland gehomeschoolt, definitiv eine interessante Erfahrung, eine sehr nette Homeschooling-Community die uns als Familie sehr unterstützt hat. Platz 15 sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort gibt es offensichtlich 2000 homegeschoolte Kinder.
Ich kann mir das so erklären, dass es viele Expats gibt, die dann ihre Kinder am liebsten zu Hause unterrichten. Das ist ja durchaus gang und gäbe, wenn man jetzt zum Beispiel an amerikanische Expats denkt. Es gibt in den USA sehr viele Online-Schulen, zum Teil auch staatliche Online-Schulen. Da kann man also dann die Kinder auf eine staatliche amerikanische Highschool senden. Die machen den amerikanischen Lehrplan, können es aber von überall aus der Welt machen. Platz 14, ein deutscher Nachbar, Österreich. Hier gibt es ungefähr 2500 homegeschoolte Kinder. Ja, für viele ist natürlich Österreich sehr interessant, weil es eben deutschsprachig ist und natürlich ein direkter Nachbar Deutschlands ist. Wenn du Erfahrung hast mit Homeschooling in Österreich, würde ich mich freuen, von dir zu hören. Poste doch deine Kommentare hier zu diesem Video. So, wir nähern uns der Top 10. Platz 13 ist Tschechien. Hier gibt es circa 2500 bis 3000 homegeschoolte Kinder. Auch sehr interessant, Tschechien für viele Deutsche sehr nah dran, hat möglicherweise auch steuerlich interessante Modelle, gerade für Freiberufler und Selbstständige. Vielleicht ein interessantes Land auch für dich. So, nun kommen wir doch zu den Ländern, wo es dann schon einige tausend homegeschoolte Kinder gibt. Platz 12, Neuseeland mit 6000 homegeschoolten Kindern. Sehr interessant, Neuseeland, englischsprachiges Land. Es wundert einen nicht, dass es dort homegeschoolte Kinder gibt. Eine große Anzahl, da gibt es eine lange Tradition von Homeschooling. Platz 11 ist Chile. Hier war ich überrascht, denn offensichtlich gibt es in Chile 8000 oder mehr homegeschoolte Kinder. Ich kann es mir so erklären, dass es dort vermutlich relativ viele Familien gibt, die weit abseits wohnen, wo es keine Schulen gibt und man vielleicht daher Homeschooling macht und natürlich, weil es auch dort einen freiheitlichen, einen Pioniergeist gibt und man vielleicht selbst gerne die Dinge erledigt. Jetzt kommen wir zur Top 10 und Platz 10 auf unserer Liste der Länder mit den größten Homeschool-Communities ist Polen. Wer hätte das gedacht? Polen, 15.000 homegeschoolte Kinder. Finde ich sehr beachtlich. Gut, man hatte da in den letzten Jahren eine konservative Regierung, die Polen tendenziell vielleicht sowieso konservativ. Und bei den konservativ-freiheitlichen Familien und Kulturen findet man natürlich immer relativ viele Homeschooler, die die Unabhängigkeit einfach sehr schätzen. Wir kommen zu Platz 9, Australien. Nun, hier gibt es 30.000 homegeschoolte Kinder. Das mag niemanden überraschen. Dort gibt es viele Familien, die leben weit abseits und können daher gar keine Schule besuchen in diesem riesigen, herrlichen Land. Daher 30.000 Kinder hat mich nicht gewundert. Die gleiche Anzahl an Kindern und möglicherweise noch mehr, man redet von 30 bis 100.000 sogar, ist Südafrika. Auch hier bin ich nicht wirklich überrascht. Viele Eltern und vermutlich auch viele wohlhabende Eltern möchten ihre Kinder nicht den Schulen aussetzen, die es dort so gibt. Also nicht überraschend wirklich, dass dort so viele Kinder homegeschoolt werden. Wir kommen zur Top 7. Brasilien, 35.000 homegeschoolte Kinder. Nun, Brasilien ist ein riesiges Land. Es wundert mich nicht, dass es dort viele Homeschooler gibt. Viele Gebiete sind abgelegen und natürlich auch viele Menschen denken freiheitlich und unabhängig und möchten ihre Kinder gerne selbst unterrichten. Platz 6 ist ein weiteres Land, was mich sehr überrascht hat. Es ist nämlich Indonesien. Auch hier 40.000 homegeschoolte Kinder. Wahnsinn, hat wirklich mich überrascht. UK, hier haben wir 57.000 homegeschoolte Kinder. Das hat mich überrascht. Wie gesagt, ich habe lange Jahre in UK gelebt. Ich kenne UK sehr gut. Mir ist bewusst, dass hier viele Kinder homegeschoolt werden. Es hat hier eine lange Tradition. Die Unabhängigkeit vom Staat ist hier vielen Menschen wichtig. Natürlich sind auch die staatlichen Schulen zum Teil besonders schlecht. Das alles treibt die Homeschooler-Zahlen in die Höhe. Platz 4, ein weiteres Land, was ich nie gedacht hätte, würde in dieser Liste weit vorne liegen, ist Russland. 50.000 bis 100.000 homegeschoolte Kinder. Wahnsinnig. Natürlich auch hier ein riesiges Land. Viele abgelegene Gebiete. Da macht es Sinn, natürlich, dass viele homegeschoolt werden. Platz 3, Frankreich, 63.000 homegeschoolte Kinder. Ja, Homeschooling hat eine lange Tradition. In Frankreich wurde ja leider vor einigen Jahren hier praktisch unmöglich gemacht oder extrem reglementiert.
Also hier hat man ein Anti-Extremismus-Gesetz verwendet, um die Homeschooler tatsächlich hier abzustrafen. Der Staat schaut ja sehr kritisch auf die Homeschooler. Gerade so ein Sozialistenstaat wie Frankreich wundert mich also nicht. Wenn du Erfahrung hast mit Homeschooling in Frankreich, dann poste bitte deinen Erfahrungsbericht hier in diese Kommentare. Wie ist die Situation? Ist es so schlimm, wie man sagt? Ist es besser geworden? Würde mich sehr interessieren. Platz 2, Kanada. Auch hier keine Überraschung. 100.000 homegeschoolte Kinder. Riesiges Land. Die amerikanische Tradition, Unabhängigkeit, Freiheit. Natürlich Homeschooling ist sehr wichtig. Hier bleibt natürlich noch Platz 1. Das werde ich nicht überraschen. Es sind die USA. 4 Millionen homegeschoolte Kinder. Diese Zahl hat sich während der Pandemie sage und schreibe verdoppelt, denn viele Eltern haben festgestellt, dass es ohne die staatliche Schule eigentlich sehr viel besser geht. Was sagst du zu dieser Liste? Deine Meinung würde mich sehr interessieren. Hast du Erfahrungen in einem dieser Länder? Hast du homegeschoolt in einem dieser Länder? Poste uns hier deine Kommentare zu diesem Video und lass uns wissen, was du darüber denkst, was du zum Thema Homeschooling denkst. Ist ja nicht wenig kontrovers. Wir alle haben ja ein bisschen Homeschooling gemacht während der Pandemie, wobei das fand ich absolut schrecklich, dass man hier dann den staatlichen Lehrplan dann letztlich durchpauken musste zu Hause. Das ist ja nicht der Sinn des Homeschooling, so wird ja niemand homeschoolen letztlich. Ja? Aber gut, okay, wir alle haben die Erfahrung gemacht. Vielleicht wirst du dir denken, Homeschooling niemals. Vielleicht hat auch die Pandemie die Lust in dir geweckt, Homeschooling zu machen, weil du festgestellt hast, das kannst du eigentlich viel besser. Ich muss sagen, meine Kinder haben die homegeschoolte Zeit sehr genossen. Wenn du sie heute fragst, was war die schönste Periode ihrer Schulzeit, dann würden sie sagen, auf jeden Fall die Zeit, wo wir homegeschoolt wurden. Wie ich schon gesagt habe, ich habe selbst homegeschoolt und wenn wir mit Mandanten sprechen und uns um ihre steuerlichen Angelegenheiten kümmern, wenn sie ins Ausland umziehen, spielt dieses Thema immer wieder eine Rolle. Wenn auch du planst, ins Ausland umzuziehen und dabei steuerliche und rechtliche Beratung brauchst, würde ich mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen und mit dir über Homeschooling, über mögliche Homeschooling-Staaten, deine steuerliche Optimierung und generell dein Leben im Ausland und dein Vorhaben zu sprechen. Ich poste den Link zum Beratungsgespräch hier in die Beschreibung mit rein. Würde mich freuen, dich im Beratungsgespräch kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.